Miau, willkommen zurück zu Never Alone. Ich dachte, wir starten mal mit einem kleinen Kultureinblick. Viele haben wir jetzt schon angeguckt und vermutlich wird das heute der letzte Part. Ich wollte ihn schon mal aufnehmen, doch das Spiel war wieder verbuggt und ich hoffe sehr, dass es diesmal einfach funktionieren wird. The scaredest I've ever been. I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies. And there was 3 of us, myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark shadow on the ice. We look and it goes behind us. So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked, and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't pick up. That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. He kept calm during this situation. He's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out. It went from clear blue to dense fog. Within a couple hours, we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved, and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke in the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog, and he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. Das kann man sich hier in unserer dicht besiedelten Gegend gar nicht vorstellen, finde ich. Ein gruseliger Gedanke. We're very much aware of the climate change, and it's been for many years, even before climatologists were noticing the change. Inuit were already saying, "Sila alangokto." Our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want, because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And there was giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating a malfunction in our whaling season, is what it is. Actually, more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. Ja, ein paar schwierige Worte jetzt mal dazu. Eines Tages fragt er sich, warum nur ist das Wetter eigentlich so? Also, jetzt muss ich mich erstmal wieder hier klimatisieren, mit wem ich was mache. Erstens Walfang. Denkt man sofort, Mann, Walfang ist scheiße, und so wie das viele Nationen machen, ist es das auch. So richtig scheiße.
Wie machst du das nochmal, meine Süße? Ah ja. Aber die machen das ja nicht kommerziell, um das zu verkaufen, sondern weil sie davon leben. Ja, da gibt es nicht viel. Die können da nicht viel anbauen. Ach, sie macht das schon wieder scheiße. Sie springt da dann immer drauf. Das Problem ist, sie muss da stehen bleiben, weil sonst der kleine Fuchs da nicht hinkommt. Wartet, vielleicht schaffe ich es auch ganz schnell. Okay. Ah, jetzt ging es. So was nämlich letztes Mal verbuggt. Sie ist immer hochgesprungen und ein Stück nach links gelaufen und so konnte ich einfach das hier nicht lösen. Also, ja. Deren Walfang ist natürlich etwas anderes als den kommerziellen, den man sonst so kennt. Ja, da muss man natürlich jetzt unterscheiden. Und zum Thema Klimawandel. Ich finde es auch schlimm. Einfach weil wir den Klimawandel extrem beschleunigen. Also um das mal klarzustellen, es gab schon immer Klimawandel. Das ist ein ganz normales Phänomen unseres Planeten. Und wirklich schlecht ist er eigentlich nur für uns. Natürlich auch für die Spezies, die auf das hiesige Klima angewiesen sind. Aber es war schon immer so, dass sich das Klima ändert. Ich weiß nicht, wie ich mit ihm hier rüberkomme. Und dass dann einfach andere Spezies kommen, für die das Klima dann passt. Das Problem ist nur, dass es durch uns extrem beschleunigt ist und dass das nicht gesund ist, weil sich die Natur dann auch nicht so schnell daran anpassen kann. So, ja. Und ich glaube auch, dass sie quasi bessere Wissenschaftler sind. Ganz einfach dadurch, dass sie viel mehr darauf achten, weil sie viel mehr mit der Natur gemeinsam haben und dass ihnen viel schneller auffällt. Die brauchen keine Messinstrumente, die merken das jeden Tag. Nein, Fuchs, was tust du denn eigentlich? Ich will dich doch jetzt hier hochkriegen. Gut. Ja, irgendwie ist es nicht so toll, die Steuerung im Moment. Ja, und ich finde es schön, dass das auch hier im Spiel thematisiert wird. Schauen wir uns doch... Oh. Ja, ich glaube, das wird spannend mit den Nordlichtern. When I was young, my mom, whenever the Northern Lights came out, she'd just whistle. Boy, they come alive. Just keep whistling and that aurora will... Just like, you know, you can almost hear it. And then she explained to me a little bit later that those are children. And children who've passed away when they were children. You don't want to draw them in too much, you know, is what she said. Because then they could play football with your head. Play Eskimo football. And that's what they want to do. They're always playing, those children up there. Don't play out without your hood on. If you don't have your hood on, the Aurora person is going to come down and chop your head off and play ball with your head. It wasn't like they were trying to do bad, you know, or it was like a scary story or anything like that. It was just, that's how it was. That's what it was. Fand ich zuerst ein bisschen süß. Jetzt ist es aber schon auch unheimlich. Muss mal so zu sagen. Ja, setz die Kapuze auf. Ah! Die sind ja creepy. Und ich habe mich jetzt auf schöne Nordlichter gefreut. Und ich muss wieder an Dot und das Känguru denken. Rein optisch. Oh oh.
So ein bisschen hat ja der der Malstil von solchen Völkern auch Ähnlichkeit immer miteinander, ne? Egal wo auf der Welt sie sind. Oh oh. Ah. Schnell, Luna. Gruselig. Bleib mal schön hier stehen. Wie kriege ich sie denn jetzt hier hin? Ah. Da links. Aber der Geist ist gruselig. Oh. Vorsicht! Oh. Kultureinblick. Ah. Errungenschaft, Erkenntnis an der Küste. Oh, ich habe gerade ein bisschen Angst, merke ich. Ja, weil es nicht mehr so viele sind, möchte ich sie gerne direkt gucken, wenn sie da sind, weil sie auch zum Geschehen in der Geschichte passen. In the month of November, there's no sun. So during that dark time, we travel by the light of the moon. It's quite different. Everything was silver and black. Toward the horizon, we could see where caribou are because their body heat flowing upward, and we could see it glowing in the moonlight against a dark horizon where there's no stars. If somebody yelled, you could know who yelled from where the sound came from, but specifically where that cloud of their breath went up and it glowed in the moonlight. So that was a good time to travel. It was very surrealistic. And so things that were dark objects looked very close, and white objects looked very far. Hat das jemand von euch schon mal in einem anderen Land erlebt? Diese immerwährende Nacht oder auch der immerwährende Tag? Das würde mich mal sehr interessieren. Hä, wo geht's denn jetzt von hier weiter? Der Fuchs kommt ja wohl jetzt hier nicht dran. Okay. Das war nur für den einen Blick, aber der ist ja auch wichtig. Luna! Ah! Vor lauter habe ich jetzt gar nicht auf beide gucken können. Ja, ziehen. In dieser düsteren, gruseligen Nacht. Schade, da hält sie sich nicht dran fest. Wie geht denn das jetzt? Ach, ich bin ja auch blöd. Ich kann es ja einfach ganz da drauf schieben. Wie wäre das denn mal? Gerade schon 2 Tomb Raider Gräber gemacht. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen auf dem Schlauch.
Achso, ich wollte ja mit ihr. Ich wundere mich gerade, was machen die beiden denn da für Sachen? Bringen wir erstmal sie in Sicherheit. Ja, aber das kann der Fuchs nicht. Ah, da ist aber ein Seil. Okay, ich sehe schon. Nein! Aua. Ah. Du sollst ja nicht runterfallen, nur daneben. Okay. Ich find's auch gruselig, Kleiner. Glaub mal. Nein, du sollst da oben bleiben. Also so ganz koscher ist die Steuerung in letzter Zeit nicht. Ja, was mache ich denn damit? Oder ist es nur... Sie schiebt es nicht. Ah, jetzt. Okay, ich muss das hier gerade... Es ist nicht so einfach, die beiden zu koordinieren. Und manchmal schiebt sie einfach nicht. Das gefällt mir nicht. Knapp. Wo bin ich denn hier sicher? Hier so? Ich hoffe, es ist... Ja, okay. Oh, jetzt sind hier ganz schön viele, um die wir uns rum koordinieren müssen. Ah! Scheiße. Oh, wo müssen wir jetzt wieder starten? Das nehme ich an. Das ist okay. Oh, scheiße. Ich mache das lieber mit dem Fuchs, weil irgendwie er ist schneller. Und sie kommt dann meistens schon nach. Es ist ein bisschen schwierig, mit ihr voranzugehen. Ja, jetzt natürlich nicht. Heute hapert die Steuerung. Es tut mir leid. Ja, wenn der Fuchs mitkommen würde, könnten wir ja auch spielen. Scheiße. Ich finde die Nordlicht-Kinder nicht sehr nett. Mit ihm schafft man den Sprung immer. Tut mir leid, Leute. Ja, das Spiel hat so ein bisschen was an seinem meditativen Charakter verloren, den ich finde, den es am Anfang hatte. Ich kann nicht so lange warten, wegen den Geistern. Jetzt ist sie wieder von selber gelaufen. Tja, die Entspannung hat es für mich halt wahrscheinlich auch einfach durch diese Bugs verloren. Die sind wirklich schlimm. Ja, toll. Sie hat halt auch die Kapuze nicht auf.
Hat ihr denn damals niemand die Geschichte erzählt? So, hier können wir nicht warten. Okay, neuer Speicherpunkt finde ich nett. Die sind jetzt auch schneller, ne? Die sind ein bisschen unberechenbarer geworden. Nein! Oh! Oh, Foxy. Oh! Was war das denn jetzt? Nein. Die Steuerung des Todes im Moment. Nein, das geht natürlich nicht. Lauter Sachen, die man gerade nicht vorher so planen kann. Oh, komm schon. Yes. Was passiert denn jetzt? Das kann ich doch nicht wissen. Oh, wie krass das Spiel ist im Moment. Es war irgendwie so chillig vorher. Okay, wir müssen beide hier hoch. Wie so ein Schiff, ey. Spring, spring. Ich bin gesprungen. Das nervt mich gerade, merkt ihr das? Tut mir echt leid. Das ist nicht so cool, aber... Ich bin auch ein bisschen still, weil es anstrengend ist. Was macht der Fuchs denn? Oh, was war das denn jetzt wieder? Der Fuchs rennt eigenständig nach links wieder runter und die Kamera zeigt mir dann nicht mal mehr an, wo er ist. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ich mochte dich mal so gerne. Wenn ich sie doch nicht steuere, muss sie doch bitte diesen Sprung schaffen. Es ist einfach sehr, sehr verbuggt und das war es schon letztes Mal.
unglaublich schade. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Spiel liegt oder ob das ein Problem von Steam ist. So, letzter Versuch. Okay, ihr Lieben, ich mache hier jetzt mal einen Cut. An sich ist es der letzte Spieleabschnitt. Aber dadurch, dass wir ja auch die Kultureinblicke schauen, weiß ich nicht, wie lang es noch wird. Also eventuell nächsten Sonntag noch ein Part. Falls es nicht mehr für den ganzen Part reicht, dann hänge ich es hier dran. Also ich danke euch, dass ihr dabei wart. Tut mir leid, es ist gerade wirklich hakelig und ihr kriegt es nicht mit, aber die Steuerung, irgendwas ist da nicht mehr so in Ordnung. Ich weiß auch nicht, aber viel mehr Fehlerüberprüfung bringt es, glaube ich, jetzt auch nicht. Ich wünsche euch einen schönen, entspannten Sonntag. Ich wünsche euch viel Sonne und dass wir uns dann beim nächsten Mal hier sehen. Dankeschön. Bis dann.